Deutsch lernen durch Hören. Tessa als Haushälterin. Tessa ist seit vielen Jahren Haushälterin in der großen Villa von Gustav. Jeden Morgen steht sie früh auf, um das Frühstück für Gustav vorzubereiten. Sie kocht Kaffee, backt Brötchen und stellt Butter und Marmelade auf den Tisch. Tessa hat ein gutes Verhältnis zu Gustav und weiß genau, was er mag und was nicht. Tagsüber ist Tessa damit beschäftigt, das Haus sauber und ordentlich zu halten, die Wäsche zu waschen und zu bügeln und einzukaufen. Obwohl ihr Beruf anstrengend ist, genießt Tessa ihre Arbeit. Sie hat ein gutes Auge für Details und findet es befriedigend, wenn alles perfekt aussieht. Manchmal verbringt sie Stunden damit, einen Raum zu dekorieren oder ein besonderes Essen für Gustav zu kochen. Eines Tages ist Gustav zu Hause, als Tessa eine Pause macht. Ihm fällt auf, wie sauber und ordentlich das Haus ist und wie gut das Essen schmeckt. Er fragt Tessa, wie sie das alles schafft. Die junge Frau erklärt ihm, dass sie einfach hart arbeitet und darauf achtet, dass alles perfekt ist. Gustav ist beeindruckt von Tessas Arbeit und schätzt sie noch mehr als zuvor. Er hat großes Glück, eine so talentierte Haushälterin zu haben. Tessa kümmert sich sehr gut um den Haushalt. Tessa ist stolz auf ihre Arbeit und weiß, dass sie einen wichtigen Beitrag leistet, um Gustav zu helfen und zu unterstützen. Sie ist dankbar für ihren Job und freut sich jeden Tag darauf, in die schöne Villa zurückzukehren und ihre Arbeit fortzusetzen. Werner als Bauer. Werners Vater war Bauer. Sein Großvater und sein Urgroßvater waren ebenfalls Bauern. Seine Familie hat einen großen Bauernhof auf einem kleinen Hügel. Es ist ein Vierkanthof. Das bedeutet, dass das Gebäude eine rechteckige Form hat. Werner ist sehr stolz auf seinen Hof. Seit 4 Jahren gehört ihm der Bauernhof und der gesamte Grund. Hinter dem Gebäude ist ein steiler Hang. Dort baut Werners Familie schon seit langer Zeit Weintrauben an. Aus der Ernte machen sie Wein, den sie an die Restaurants in der Umgebung verkaufen. Außerdem haben sie Schweine, die sie an den Metzger verkaufen, und Schafe, deren Wolle sie an einen Bekleidungshersteller verkaufen. Die Eier der Hühner verkaufen sie an den Bioladen im Ort. Werner ist ein sehr reicher Mann. Mehrere Feldarbeiter und Helfer arbeiten für ihn. Auf dem Hof gibt es auch Kühe. Diese werden jeden Morgen von den Helfern gemolken. Aus der Milch machen sie Käse und Joghurt. Wir könnten einen eigenen Hofladen aufmachen, sagt Werners Frau. Dafür habe ich keine Zeit, antwortet er. Seine Frau erwidert: Ich habe Zeit und Lust. Ein eigener Laden wird mir Spaß machen. Werner findet die Idee gut. Zusammen mit einigen Bauarbeitern baut Werner eine Holzhütte am Rande eines Feldes. Hier fahren viele Autos. Deshalb ist der Platz perfekt. Werners Frau verkauft viele Produkte vom Hof. Manche Leute denken, dass Bauern immer arm sind. Aber Werner zeigt, dass kluge Bauern viel Geld verdienen können. Sven als Schiedsrichter. Heute findet wieder ein großes Spiel statt. Alle Zuschauer versammeln sich am Rand des Fußballfeldes. Die Leute mit den roten T-Shirts stehen auf der rechten Seite und die Leute mit den blauen T-Shirts auf der linken Seite. Alle warten gespannt auf den Spielbeginn. Ein paar ungeduldige Kinder schreien und laufen am Rand des Spielfeldes auf und ab.
Wenige Augenblicke später kommen 11 Männer der roten und 11 Männer der blauen Mannschaft auf das Spielfeld. Die Menge jubelt und klatscht. Sven nimmt die Pfeife, die an einer Schnur um seinen Hals hängt, und bläst hinein. Alle werden still. Das Spiel beginnt. Die Männer in den kurzen Hosen schießen den Ball hin und her. Alle verlassen ihre Plätze und laufen dem Ball hinterher. Ein Mitglied der roten Mannschaft berührt den Ball mit dem Fuß und schießt ihn zu einem anderen. Dieser berührt den Ball unabsichtlich mit der Hand. Sven pfeift wieder. Das war ein Foul und ist verboten. Während des ganzen Spiels achtet Sven darauf, dass sich alle an die Regeln halten. Er steht neben dem Spielfeld und beobachtet die Spieler genau. Ein Spieler der blauen Mannschaft fällt zu Boden. »Die rote Mannschaft hat mich gefoult«, schreit er. Sven hat es gesehen. Er zeigt dem Spieler der roten Mannschaft die rote Karte. Damit muss er das Spiel verlassen. Normalerweise muss er zuerst die gelbe Karte zeigen, das ist eine Verwarnung. Aber manchmal darf er sofort die rote Karte zeigen. In der Halbzeitpause gibt es sogar einen Elfmeter. Am Ende gewinnt die blaue Mannschaft mit 5 Toren. Sven ist ein großer Fußballfan. Deshalb liebt er seinen Beruf und macht ihn gerne. Michelle als Bibliothekarin. Psst, sagt Michelle leise. Ein paar Kinder sitzen um den Tisch herum und lachen laut. Als sie die Bibliothekarin sehen, sind sie still. Michelle liebt die Ruhe in der Bibliothek. Jeden Tag kommen unterschiedliche Menschen zu ihr und leihen sich ein Buch aus oder geben eines zurück. Viele Studenten und Schüler kommen, um in der Bibliothek zu lernen. Auch ältere Leute und Eltern mit ihren Kindern sind oft hier. In der großen Halle gibt es verschiedene Bereiche. Einige Regale sind voll mit Büchern für Kinder. Andere Bücher sind voll mit Informationen über Wirtschaft, Reisen oder Gesundheit. In einer anderen Abteilung gibt es Krimis, Dramen oder Romane. Michelle liebt Bücher sehr. Sie liest selbst viel. Deshalb ist dieser Job genau das Richtige für sie. Jeder Leser hat einen Mitgliedsausweis. Man zahlt 5 Cent pro Tag, wenn man ein Buch ausleihen will. Manche Leute vergessen, dass sie ein Buch aus der Bibliothek haben und geben es erst nach ein paar Jahren zurück. Andere zerstören ein Buch. Dann müssen sie ein neues kaufen oder Michelle das Geld dafür geben. Sobald jemand ein Buch zurückgegeben hat, stellt Michelle es wieder ins richtige Regal. Dann kann jemand anderes es ausleihen. Oft kommen Leute, die ein bestimmtes Buch suchen. Im Computersystem kann Michelle nachschauen, ob es da ist. Denn die Bücher sind nummeriert und geordnet. Michelle arbeitet gern als Bibliothekarin. Es ist eine ruhige Arbeit. Sie lernt interessante Leute kennen und kann in den Pausen lesen. Sie findet es auch wichtig, dass die Menschen in Zeiten des Internets noch in die Bibliothek kommen. Hier gibt es eine große Sammlung von Wissen, die sie nicht verlieren möchte. Elias als Automechaniker. Jeden Morgen um 8 Uhr kommt Elias in die Werkstatt. Heute wartet schon ein Kunde auf ihn. »Mein Auto ist kaputt«, sagt er traurig. Elias nimmt den Zündschlüssel und steckt ihn ins Zündschloss. Er dreht den Schlüssel, aber der Motor bleibt stumm. Elias schiebt das Auto in die Werkstatt. Auf der Hebebühne fährt er das Auto nach oben.
So kann sich der Mechaniker den Unterboden des Autos ansehen. »Wann war das Auto das letzte Mal beim TÜV?« fragt Elias den Kunden. »Vor einem Jahr«, antwortet er. »Gut, dann mache ich auch den Service, damit du eine Prüfplakette bekommst.« Der Kunde ist einverstanden und Elias macht sich an die Arbeit. Er prüft alle Schläuche und Getriebe. Er wechselt das Motoröl und die Bremsflüssigkeit. Auch den Scheibenfrostschutz füllt er in den richtigen Behälter. Der Reifendruck stimmt und auch das Profil der Reifen ist in Ordnung. Sie sind neu, deshalb muss Elias hier nichts machen. Plötzlich entdeckt der Mechaniker eine kleine rote Stelle am Auto. Das ist Rost. Sofort lackiert er die Stelle mit Spezialfarbe. Elias muss auch eine Sicherung austauschen, weil sie kaputt war. Jetzt versucht er noch einmal das Auto zu starten. Es funktioniert. Der Kunde ist begeistert. Deshalb liebt Elias seinen Beruf. Er repariert große Maschinen und die Kunden sind am Ende immer glücklich. Autos waren schon immer seine Leidenschaft. Die Arbeit als Automechaniker ist hart und manchmal auch schmutzig. Aber Elias arbeitet gerne mit seinen Händen und kann sich keinen anderen Beruf für sich vorstellen. Sophie als Bienenzüchterin. »Wir müssen unsere Welt schützen«, sagt Sophie zu ihrer kleinen Tochter. Die nickt. Ihre Mutter erklärt ihr gerade den Klimawandel. Sie erzählt ihrer Tochter auch von der Natur. Sie sagt, wir leben in einem Ökosystem. Es braucht Balance und Pflege, wenn Menschen darin leben. Die Bienen helfen uns dabei sehr. »Warum?«, fragt Sophies Tochter. »Die Bienen bestäuben die Pflanzen. Das heißt, sie befruchten sie und so entstehen zum Beispiel Äpfel. Ohne Bienen würde es viele Pflanzen gar nicht geben. Obstbäume zum Beispiel brauchen Bienen, um sich fortzupflanzen.« Sophie zieht den weißen Schutzanzug an. Die Vorderseite des Anzugs ist ein Netz, durch das die Bienen nicht kommen können. Mit ihrer Tochter geht sie in den Garten. Dort hat sie ein paar Holzkisten gebaut. Das sind Bienenstöcke. »Warte hier«, sagt sie zu ihrer Tochter. Sie öffnet einen Bienenstock und sieht hunderte von gelb-schwarzen Insekten. In der Mitte ist eine Biene doppelt so groß wie die anderen. Das ist die Bienenkönigin. Sie legt die Eier. Niemand sonst im Bienenstock kann das. Alle anderen sind Arbeiter. Sophie nimmt eine Wabe aus der Kiste. Ihre Tochter schreit zu ihr: »Lecker, das ist Honig!« Sophie nickt. Sie macht die Kiste wieder zu und zieht den Schutzanzug aus. Zusammen mit ihrer kleinen Tochter setzt sie sich auf die Wiese. Sie essen den leckeren goldenen Honig. Sie beobachten, wie sich der Bienenschwarm wieder beruhigt. Daneben stehen weitere Holzkisten. In jeder sitzt ein eigener Schwarm. Die vielen Bienen summen und suchen nach Pollen. »Danke, Bienen«, sagt Sophies Tochter, und Sophie lächelt. Else als Hebamme. Else hat selbst 2 Kinder. Darum versteht sie die Schwangerschaft der Frauen. Trotzdem sind jede Mutter und jedes Kind anders. Sie bekommt einen Anruf von einer Mutter. »Mein Name ist Michelle. Ich bekomme mein Kind in 6 Monaten. Kannst du mir bei der Geburt helfen?«, fragt sie. Eine Woche später besucht Michelle Else. Sie unterhalten sich über Schwangerschaft und Geburt. Michelle möchte ihr Kind zu Hause in einem Wasserbecken zur Welt bringen. Das nennt man Wassergeburt. Manche Frauen finden, dass die Geburt so leichter ist.
Else bestätigt, dass sie dabei sein wird. Sie empfiehlt der jungen Mutter einige Übungen. Das hilft dem Muttermund. Das ist die Öffnung im Körper der Mutter, durch die das Kind kommt. Bei der Geburt wird er größer und dann passt auch der Kopf eines Kindes durch. Else gibt ihr außerdem einen Kräutertee und zeigt Michels Partner, wie man entspannte Massagen macht. Alle 2 Wochen treffen sie sich. Die Hebamme hilft bei Schmerzen und beruhigt die Mutter. Gemeinsam mit dem Arzt sorgen sie dafür, dass es Mutter und Baby gut geht. Einige Monate später ist die Zeit gekommen. Else bekommt einen Anruf von Michels Partner. Sie fährt schnell zu ihrem Haus. Michel hat bereits Wehen. Die Geburt hat schon begonnen, es dauert nicht mehr lange, bis das Baby kommt. Michel hat Schmerzen, aber sie will keine Schmerzmittel. Else hilft ihr bei jedem Schritt. Sie sagt beruhigende Worte, sie streichelt Michel am Rücken und hilft ihr beim Atmen. Alles ist vorbereitet. Michel drückt und ihr Baby kommt auf die Welt. Das ist das Schönste an Michels Arbeit. In ihrem Beruf geht es immer um die Gesundheit von Mutter und Kind. Diana als Influencerin. »Dreh dich nach links«, sagt Theresa. Sie macht gerade ein Foto von ihrer Freundin Diana. Sie ist Influencerin und postet jeden Tag ein Foto. Manchmal von ihrem Essen, aber meistens von ihrem Körper oder ihrem Gesicht. Ihren Followern gefällt das. Oft lädt sie ein Bild von einem Produkt hoch. Dann bekommt sie Geld von der Firma. Das ist dann einer ihrer Sponsoren. Diana schaut sich die Bilder an, die Theresa gemacht hat. Ihr gefallen sie nicht. Sie sagt, »Bitte mach noch ein paar Fotos. Du musst auf das Licht achten. Es soll auf mein Gesicht scheinen, aber nicht auf meine Arme.« Theresa verdreht die Augen. Sie ist schon genervt, weil Diana nie mit den Fotos zufrieden ist. Nach einer Viertelstunde sind sie endlich fertig. Sie gehen in ein kleines Café. Hier treffen sie sich jede Woche zum Brunchen. Das machen die Freundinnen schon seit Jahren. Aber Diana schaut nur auf ihr Smartphone. Sie bearbeitet die Fotos, die Theresa gemacht hat, vergrößert ihre Brüste, ihr Hinterteil und verkleinert ihre Nase. »Warum bearbeitest du deine Fotos?«, fragt Theresa. »Das macht doch jeder«, antwortet Diana. Sie lädt das Bild hoch und wartet auf Kommentare. Sie liest, »Du bist viel zu dünn«. Ein anderer Nutzer schreibt, »Zeig mehr Haut«. Ein weiterer Kommentar lautet, »Das ist gefälscht. Sie sieht in Wirklichkeit nicht so aus.« Die Kritik im Internet ist immer sehr direkt und verletzt Diana oft. »Ich muss etwas ändern«, sagt sie zu Theresa. Ihre Freundin fragt, was sie damit meint. Diana antwortet, »Ich will keine Fotos mehr von meinem Körper posten. Die Leute sind unfreundlich und ich fühle mich nicht erfüllt.« Gemeinsam mit Theresa plant sie eine neue Strategie. Dieser Moment ist sehr wichtig für Dianas Karriere. Sie wird eine sehr erfolgreiche Influencerin mit über 10 Millionen Followern. Julia als Zahnärztin. »Ich habe so große Schmerzen«, sagt Julias Patient. Er liegt auf dem Behandlungsstuhl und stöhnt. »Machen Sie den Mund auf«, sagt Julia ruhig.
Sie nimmt ihr Werkzeug und schaut mit einem kleinen Spiegel in den Mund des Patienten. Er hat schöne Zähne, aber das Zahnfleisch ist entzündet. Die Lösung ist schnell und einfach. Julia reinigt und desinfiziert die entzündete Stelle. Dann gibt sie dem Patienten eine Creme, die die Bakterien tötet. Wenn es in 3 Tagen immer noch weh tut, kommen Sie bitte wieder zu mir, sagt die Ärztin. Der Patient ist sehr dankbar. In solchen Momenten denkt Julia, die lange Ausbildung hat sich gelohnt. Jahrelang hat sie Medizin studiert. Dann hat sie sich auf Zahnmedizin spezialisiert. Nach langer Zeit ist sie nun endlich selbst Zahnärztin. Vor einem Jahr hat sie ihre Praxis eröffnet und schon viele Patienten behandelt. Alle 6 Monate kommen sie zur Kontrolle. Julia schaut sich genau an, wie gesund die Zähne sind. Oft führt ihre Assistentin eine Prophylaxe durch. Dabei werden die Zähne gründlich gereinigt. Manchmal hat der Patient Karies. Dann muss Julia eine Füllung machen. Dazu bohrt sie ein Loch an der Stelle, wo Karies ist. Dann füllt sie es. Manchmal reicht das nicht aus. Dann muss sie die Zahnwurzel behandeln. Leider tut das meistens weh. Deshalb gibt sie dem Patienten vorher eine Spritze. Diese betäubt den Mund. Julia gefällt an ihrer Arbeit besonders, dass sie Menschen helfen kann, die Schmerzen haben. Außerdem gefällt es ihr, dass sie ihre eigene Praxis hat. Mundhygiene war ihr schon immer wichtig und jetzt kann sie anderen dabei helfen. Lea als DJ. Musik hat Lea schon immer begeistert. Als sie zum ersten Mal als DJ auf der Bühne steht, weiß sie, dass sie ihren Beruf gefunden hat. Jeden Tag verbringt sie Stunden damit, neue Tracks zu entdecken und ihre Fähigkeiten als DJ zu verbessern. Ihr Tag beginnt meist damit, dass sie in ihrem Studio ihre Musik vorbereitet und sich auf ihre Auftritte vorbereitet. Sie macht sich Notizen und geht alle Details durch, um sicherzustellen, dass sie das Publikum begeistern wird. Dann macht sie sich auf den Weg zu ihrem Auftrittsort. Wenn sie in einem Club auftritt, muss sie dafür sorgen, dass sie die richtige Stimmung erzeugt und das Publikum auf die Tanzfläche lockt. Sie weiß genau, wann sie die Musik schneller oder langsamer machen muss und welche Tracks am besten funktionieren. Wenn Lea bei einem Festival auf der Bühne steht, muss sie noch mehr vorbereitet sein. Sie muss sich an die Veranstaltung anpassen und dafür sorgen, dass ihre Musik das Publikum begeistert. Sie liebt die Energie, die bei Festivals herrscht. Es ist ein schönes Gefühl, wenn das Publikum zu ihrer Musik tanzt. Am Ende eines langen Auftritts ist Lea oft müde. Aber sie weiß, dass sie die Leute glücklich gemacht hat. Sie ist ein wichtiger Teil der Musikszene. Lea liebt ihren Job als DJ und kann es kaum erwarten, wieder aufzulegen und die Menschen zu begeistern. Noah als Detektiv. Noah hat schon viele Fälle gelöst. Seine langjährige Erfahrung macht ihn zum perfekten Detektiv. Jeden Morgen geht er in sein Büro und macht sich an die Arbeit. Er schaut sich die neuesten Fälle an und entscheidet, welchen er als nächstes bearbeitet. Eines Tages erhält Noah einen komplizierten Fall. Eine wertvolle Statue wurde gestohlen und der Besitzer bittet Noah um Hilfe bei der Suche. Noah beginnt mit seinen Ermittlungen und besucht den Tatort. Er überprüft die Überwachungskameras und spricht mit Zeugen. Der Dieb war ein Profi. Er hat keine Spuren hinterlassen.
Noah weiß, dass es sich um einen komplizierten Fall handelt und konzentriert sich ganz auf die Ermittlungen. Er arbeitet hart und denkt an alle Möglichkeiten. Tag für Tag arbeitet Noah daran, den Fall zu lösen. Er spricht mit Verdächtigen und folgt Hinweisen. Es ist ein langer und schwieriger Prozess, aber Noah gibt nicht auf. Schließlich kommt er einem Verdächtigen auf die Spur. »Okay, ich gebe es zu, ich habe die Statue gestohlen«, sagt er. Noah bemerkt, dass der Mann sich schämt. Der Detektiv ist erleichtert, dass er den Fall gelöst hat. Er übergibt den Täter der Polizei und gibt die Statue dem Besitzer zurück. Noah ist stolz auf seine Arbeit als Detektiv. Manche Fälle sind sehr kompliziert, aber seine Arbeit schützt die Gemeinde. Dank ihm ist der Ort sicherer. Er freut sich schon auf seinen nächsten Fall und ist bereit, wieder alles zu geben. Louis als Programmierer. Louis ist Programmierer. Er entwickelt Computerprogramme für Unternehmen, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Dafür verwendet er viele verschiedene Programmiersprachen wie JavaScript, C++ oder Python. Als er mit seinem Informatikstudium angefangen hat, hat ihn das Programmieren überfordert. Am Anfang macht es keinen Sinn und man versteht nichts. Aber Louis hat schnell gemerkt, dass es viel komplizierter aussieht, als es ist. Außerdem hat es ihm viel Spaß gemacht, die verschiedenen Computersprachen zu lernen. Im Prinzip sind sie alle gleich, aber doch unterschiedlich. Da Louis fast immer vor dem Computer oder Laptop sitzt, sind Pausen für ihn sehr wichtig. Besonders seine Augen leiden unter der Arbeit. Sie trocknen oft aus und schmerzen dann. Seinen Arbeitstag kann er sich fast immer selbst einteilen. Er kann zu Hause oder im Büro arbeiten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Es ist immer eine Herausforderung, ein neues Computerprogramm zu entwickeln. Es ist ziemlich stressig, weil man meistens unter Zeitdruck steht. Außerdem kann es sehr schwierig sein, den Fehler zu finden, wenn etwas nicht funktioniert. Außerdem verbessert er die Software ständig und steht bei Problemen und Fragen den Nutzern zur Verfügung. So findet er heraus, was die Benutzer wollen. Dann kann er die Software verbessern und weiterentwickeln. Louis muss in der IT-Welt immer auf dem neuesten Stand sein. Er muss sich mit neuen Funktionen beschäftigen oder neue Programmiersprachen lernen. Louis muss sich immer wieder mit seinen Kollegen absprechen, denn jeder hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Sie müssen gut zusammenarbeiten und ihre Termine einhalten, sonst funktioniert die Arbeit nicht. Christoph als Filmregisseur. Das Budget beträgt 350.000 €, sagt Christophs Chef. Das ist gut. Damit kann ich einen schönen Film produzieren, antwortet der Regisseur. Er hat schon ein Skript von einem Drehbuchautor. Es ist eine interessante Geschichte, in der ein Held eine lange Reise macht und am Ende eine Prinzessin aus einem Schloss rettet. Zuerst findet ein Casting statt. Viele Schauspieler erscheinen am Set, einige sind gute Schauspieler, andere sehr schlechte. »Fräulein, ich sehe Ihre funkelnden Augen und sehe mich in ihnen«, sagt einer der Schauspieler dramatisch. Christoph ist begeistert. »Du hast die Rolle«, sagt er. Ein paar Tage später ist die Besetzung komplett. Jede Figur der Geschichte hat einen Schauspieler. Die Bühnenbilder haben eine schöne Kulisse geschaffen. Die erste Szene spielt in einem Wald. Mitten im Wald steht ein hoher Turm aus Stein.
In Wirklichkeit ist er aus Pappe und nicht aus Stein. Das Filmteam bereitet die Kameras vor. Die Lichttechniker bereiten die Scheinwerfer vor. Die Schauspieler kommen in ihren Kostümen und der Dreh beginnt. Es dauert mehrere Wochen, bis alle Aufnahmen gemacht sind. Am Ende wird der Film bearbeitet. Das Endprodukt ist ein einstündiger Film. Vom Budget bleiben am Ende noch 2.000 € übrig. Nun ist der entscheidende Moment gekommen. Die Filmpremiere findet statt. Der Kinosaal ist voll. Gespannt schauen die Menschen auf Christophs Arbeit auf der Leinwand. Die letzte Szene endet, die Prinzessin ist gerettet und alle applaudieren. Der Film ist ein Erfolg. Die Menschen feiern Christophs Kreativität und er genießt den Ruhm. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, sag mir Deutsch lernen durch Hören. Antwortet, der Beruf der Rechtsanwältin ist nicht so, wie man ihn im Fernsehen sieht. Er ist nicht sehr glamourös. Emilys Freundin ist neugierig und will mehr wissen. Bevor Emily Rechtsanwältin wurde, musste sie studieren.
Es dauert etwa 7 Jahre, bis man diesen Beruf selbstständig ausüben kann. Zuerst muss man Jura studieren, dann muss man ein Referendariat machen. Als Anwalt muss man überzeugend sein, Verhandlungsgeschick haben und gut mit Menschen umgehen können. Alle denken, dass man als Anwalt den ganzen Tag vor Gericht sitzt, aber das stimmt nicht. Emily teilt sich eine Anwaltskanzlei mit 2 anderen Anwälten. Morgens kümmert sie sich um die Post und beantwortet E-Mails. Dann fährt sie zum Amtsgericht. Dort trifft sie ihren Mandanten. Das ist der Kunde von Anwälten. Er will kein Kindergeld mehr zahlen, weil er arbeitslos ist. In der Kanzlei dokumentiert sie das Gespräch und schreibt einen Bericht. Diesen schickt sie auch an den Mandanten. Nach der Mittagspause bearbeitet Emily eine Akte vom Gericht. Es handelt sich um eine Klage. Darin wird dem Mandanten vorgeworfen, dass er zwar arbeitslos ist, aber viel Geld auf dem Sparkonto hat. Emily schreibt auf, warum das nicht stimmt. Sie will, dass ihr Mandant gewinnt. Erst nach einigen Wochen muss Emily den Fall vor Gericht verhandeln. Ihr Job ist sehr abwechslungsreich. Manchmal ist sie auch stressig und sie arbeitet sehr lange. Aber wenn sie einen Fall gewinnt, ist sie sehr glücklich. Sie weiß, dass sie Menschen hilft. Anita als Podcasterin. Anita ist seit kurzem Podcasterin. Sie ist im Elektronikladen und kauft ein neues Mikrofon. Die Tonqualität ist sehr wichtig. Ein Podcast besteht nämlich aus Tonaufnahmen. Jeden Tag sitzt Anita in ihrem Wohnzimmer und nimmt einen Podcast auf. Dazu setzt sie sich auf die Couch und stellt das neue Mikrofon auf den Couchtisch. Dann stellt sie sich vor und beginnt mit dem heutigen Thema. In dieser Folge spricht sie über ihr Leben. Sie erzählt, warum sie diesen Podcast macht. Anita hat viele interessante Geschichten, die sie erzählen möchte. Sie erzählt, dass sie mit 8 Jahren angefangen hat zu arbeiten. Ihre Eltern hatten einen kleinen Laden und verdienten nicht viel. Nach der Schule hat sie das Land verlassen und ihr eigenes Geschäft gegründet. Sie war erfolgreich und hat die ganze Welt bereist. Jetzt ist sie in die Stadt zurückgekehrt, in der sie geboren wurde. Sie erzählt den Zuhörern, was in ihrem Leben alles passiert. Einige Geschichten sind traurig, andere lustig. Nach einer Stunde hat sie ihre Geschichte erzählt. Am Ende sagt sie, bitte hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Sie bearbeitet die Audioaufnahme auf ihrem Laptop. Sie ist überrascht, wie gut die Qualität des neuen Mikrofons ist. Dann lädt sie den Podcast auf verschiedenen Plattformen ins Internet. Schon am ersten Tag hat sie viele Fragen. Die Menschen interessieren sich für Anitas Geschichte. Sie wollen mehr über sie erfahren. Sogar ein Sponsor hat ihr eine Nachricht geschickt. Die Firma möchte, dass Anita im Podcast Werbung für ihr Produkt macht. Dafür bekommt sie Geld. So kann man mit einem Podcast Geld verdienen. In der nächsten Folge spricht Anita mit ihrer Mutter. Das ist wie ein Interview. So erfahren die Hörerinnen und Hörer mehr über Anitas Geschichte. Anita kann gut kommunizieren und spannend erzählen. Das macht sie zu einer perfekten Podcasterin. Sandra als Forscherin. Sandra liebt verschiedene Kulturen. Sie findet es sehr interessant, dass Menschen auf demselben Planeten so unterschiedlich leben können. Deshalb hat sie Soziologie und Psychologie studiert. Sie möchte wissen, warum Menschen so verschieden sind. Sie interessiert sich sehr für die Psyche des Menschen.
Sie will wissen, wie die Erziehung einen Menschen beeinflusst. Sie findet schnell heraus, dass das Gehirn eine große Rolle spielt. Die chemischen Reaktionen im Kopf eines Menschen bestimmen sein ganzes Leben. Gemeinsam mit einem Arzt erforscht sie nun dieses Thema. Sie will ein Buch darüber schreiben und ihr Wissen mit der Welt teilen. Jeden Morgen geht sie in die Praxis des Arztes. Einige Menschen nehmen freiwillig an der Studie teil. Sie wollen wie Sandra einen Beitrag für die Wissenschaft leisten. Mit modernen Geräten misst Sandra die Gehirnwellen. Sie dokumentiert die Ergebnisse und wertet sie aus. Ihre Hypothese: Eltern trainieren ihre Kinder wie Hunde. Diese Befehle sind im Gehirn gespeichert und wiederholen sich auch noch, wenn das Kind erwachsen ist. Die Versuchsteilnehmer liegen entspannt auf einem bequemen Stuhl. Auf dem Kopf tragen sie eine Kappe mit Schnüren. Dieses Gerät zeichnet die Gehirnwellen auf. Vor ihnen stehen ein Bildschirm und ein Lautsprecher. Plötzlich ist eine laute Stimme zu hören. Es ist ein Erwachsener, der schimpft. Manche Menschen reagieren sehr stark auf dieses Schreien. Ihre Eltern haben auch immer mit ihnen geschrien. Interessant ist, dass manchen Menschen das Schreien egal ist. Ihre Forschungen helfen bei der Kindererziehung. Sandra hilft den Menschen, das Gehirn besser zu verstehen. Ihre Arbeit ist sehr wichtig. Nach 15 Jahren ist ihre Forschung fertig und sie veröffentlicht ihre Ergebnisse in einem Buch. Es ist ein Erfolg. Ruth als Landwirtin. Der Winter ist für die Landwirte immer eine ruhige Zeit. Die Natur schläft, die Felder sind gefroren. In dieser Zeit entspannt sich Ruth und genießt das Feuer im Kamin. Sie plant, wie das Jahr verlaufen soll. Welches Gemüse säen sie auf welchem Feld? Wie viel Geld haben sie? Was müssen sie für den Anbau kaufen? Sorgfältig plant sie alles. In einem Notizbuch macht sie sich eine Übersicht und rechnet. Manche Landwirte machen das nicht. Sie haben im Winter fast kein Geld. Dieses Jahr will Ruth Mais anbauen. Denn im Sommer kauft sie sich ein paar Schweine und braucht Futter für sie. Seit 3 Jahren spart sie, um einen Schweinestall zu bauen. Letztes Jahr war er fertig. Jetzt hat sie auch das Geld für die Tiere und das Futter. Im Frühling beginnt die harte Arbeit. Ruth fährt mit dem Traktor über die Felder und ackert die Erde. Dadurch wird sie locker und ist bereit für die Samen. Es dauert 3 Tage lang, bis alle Felder geackert wurden. Der Boden ist nun bereit für den Traktor mit der Sämaschine. Langsam fährt Ruth über die Erde. Die Sämaschine verteilt die Maissamen. Jetzt muss sie warten. Ab und zu düngt sie die Felder. Dafür kauft sie spezielles Düngemittel. Sobald sie Schweine hat, wird sie den Mist der Tiere als Dünger verwenden. Im Sommer wird Ruths Alltag wieder entspannter. Sie erntet die ersten Pflanzen und kümmert sich um den Rest. Außerdem kauft sie die Schweine und zeigt ihnen den neuen Stall. Auch ein paar Hühner ziehen bei Ruth ein. Ihr Hof wird immer größer. Im Herbst erntet sie dann auch den Mais. Mit dem Mähdrescher fährt sie durch die hohen Pflanzen. Am Ende des Tages trocknet sie die Maiskolben. Jetzt hat sie Futter für die Schweine. Ruth ist stolz auf ihren Bauernhof. Romy als Eisverkäuferin. Romy hat Eis schon immer geliebt.
Als Kind hat sie alle Sorten probiert. In ihrer Stadt gab es einen Eiswagen, der durch die Straßen gefahren ist. Auch in der Schule, als Romy bereits 16 Jahre alt war, hat sie Eis geliebt. Ihre Mitschüler dachten damals, dass Eisessen nicht cool ist. Sie haben Kartoffelchips gegessen. Eis ist für Kinder, hat ihre beste Freundin gesagt. Nach der Schule musste sich Romy für einen Beruf entscheiden. Sie hatte schon lange keinen Eiswagen mehr gesehen. Ihre Oma hat ihr erzählt, dass der Besitzer des Eiswagens gestorben ist. Das hat Romy traurig gemacht. Was machen die Kinder in ihrer Stadt jetzt? Sie haben kein Eis mehr. Das ist ein Problem. Romy spricht mit der Frau des Eiswagenbesitzers. Der Wagen steht seit seinem Tod in der Garage hinterm Haus. Ich verkaufe Ihnen den Wagen gerne, sagt sie. Romy freut sich sehr. Sie gibt der Frau 4.500 € für den alten Wagen. Zu Hause hat sie die kaputten Teile repariert, dem Wagen eine neue Farbe gegeben und die Eiskisten mit leckeren Eissorten gefüllt. Heute steht sie im Park. Da sind immer viele Kinder, die ein Eis wollen. Romy schaltet die Musik ein. Die Kinder kennen die Melodie und kommen sofort zum Wagen. »Ich möchte ein Erdbeereis«, sagt ein kleines Mädchen mit roten Haaren und gibt Romy einen Euro. Ein Junge mit großen blauen Augen möchte ein Vanilleeis mit Schokostreuseln. Ein anderer Junge mit langen schwarzen Haaren isst eine Kugel Erdbeereis und eine Kugel Zitroneneis. Ein Schulkind trägt einen Schulrucksack. Es nimmt 5 € heraus und kauft Eis für seine Freunde. Einige wollen das Eis in einer Tüte, andere in einem Becher. Nach einer Weile hat jedes Kind im Park ein Eis. Romy sieht, dass es ihnen schmeckt. Deshalb liebt sie ihre Arbeit. Jeden Tag sieht sie lachende Kinder. John als Auktionator. John ist seit über 20 Jahren Auktionator und kennt jeden Trick, um den Preis für ein Objekt zu erhöhen. Sein Tag beginnt früh am Morgen, wenn er zur Auktionshalle fährt. Dort bereitet er alles für die bevorstehende Versteigerung vor. Er achtet darauf, dass alle Stücke sorgfältig geprüft sind und die Beschreibungen stimmen. Dann beginnt die Auktion. John betritt das Podium und beginnt mit einer kurzen Rede, bevor er das erste Stück präsentiert. Er ist ein Meister darin, die Leute zu begeistern und ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit jedem Stück steigt die Spannung und John führt die Bieter durch die gesamte Auktion. John ist ein guter Verhandler und weiß genau, wann er den Hammer fallen lassen muss, um den besten Preis zu bekommen. Manchmal streiten sich die Bieter um ein Stück. John fühlt sich dann wie ein Schiedsrichter in einem Boxkampf. Aber er bleibt ruhig und gelassen und macht sich immer Notizen, um einen Überblick über die Gebote zu haben. In der Mittagspause unterhält sich John mit anderen Auktionatoren und Kunden. Sie diskutieren über den Markt, neue Trends und besondere Stücke, die demnächst versteigert werden. John ist immer auf der Suche nach neuen und spannenden Objekten für seine Auktionen. Am Ende des Tages ist John oft erschöpft, aber zufrieden. Er hat sein Bestes gegeben und die Kunden sind zufrieden. Er ist stolz auf seine Arbeit und weiß, dass er einen wichtigen Beitrag zum Handeln mit Kunst und Antiquitäten leistet. Henry als Elektriker. Ein Elektriker arbeitet mit Strom. Das kann gefährlich sein. Nach der morgendlichen Besprechung im Büro weiß jeder, was seine Aufgaben für den Tag sind.
Henry arbeitet heute auf einer Baustelle, wo ein neues Haus gebaut wird. Zusammen mit seinem Kollegen fährt er mit dem Firmenbus zum Rohbau. Er hat den Plan dabei. Darauf steht, wo die Kabel sein sollen. Auch die Löcher in den Wänden für Lampen und Steckdosen sind darauf. Als erstes montiert Henry den Zählerschrank. Das ist ein kleiner Kasten mit Schaltern. Hier kann der Hausbesitzer den Strom im Haus kontrollieren. Außerdem sieht er, wie viel Strom er schon verbraucht hat. Das wird in Kilowatt gemessen. Diese Arbeit dauert den ganzen Vormittag. Deshalb machen Henry und sein Kollege erst einmal Mittagspause. Die beiden verbringen die Pause im Auto vor der Baustelle. Sie essen Wurstbrötchen und trinken Orangensaft. Als nächstes verlegt Henry die Kabel. Sie sollen in der Wand sein. Dabei muss er aufpassen, denn die Heizungsrohre sind auch in der Wand. Sobald alle Kabel verlegt sind, kann er sie an den Zählerschrank anschließen. Jetzt fließt Strom durch die Leitungen. Henry nimmt ein Messgerät und misst, wie viel Strom fließt. Mit den Werten ist er zufrieden. Bei manchen Baustellen ist seine Arbeit jetzt zu Ende. Aber dieser Kunde möchte, dass Henry und sein Kollege auch gleich alle elektrischen Geräte, Lichtschalter und Lampen montieren. Das fällt den beiden leicht. Der Beruf des Elektrikers ist manchmal anstrengend, aber am Ende hat man immer etwas Sinnvolles gemacht. Besonders wichtig ist die Sicherheit am Arbeitsplatz. Strom ist keine Kindersache. Eduard als Pilot. Eduards Arbeitstage sind nie gleich. Als Pilot hat er ein aufregendes Leben. Heute fährt er erst am Nachmittag zum Flughafen. Dort wartet bereits die Crew auf ihn. Sie tragen alle eine Uniform und gehen gemeinsam ins Flugzeug. Das große Flugzeug parkt schon am Gate. Viele Leute kontrollieren es. Ein Mann in einer orangefarbenen Weste tankt das Flugzeug mit Benzin. Ein anderer schaut sich das Flugzeug genau an. Es darf keine Schäden haben. 2 junge Leute laden die Koffer in den Stauraum. Alles muss perfekt sein, bevor es wieder in die Luft fliegt. Eduard nutzt die Zeit und macht es sich im Cockpit gemütlich. Auch er überprüft alle Funktionen des Flugzeugs. Er spricht mit der Crew. Er kennt den Co-Piloten, aber die Flugbegleiter kennt er noch nicht. Er stellt sich vor. Mit einem Funkgerät spricht er mit der Zentrale. Die Leute dort geben ihm Befehle. Sie sind auch mit den anderen Flugzeugen verbunden. Das Boarding beginnt, sagt eine Stimme aus dem Funkgerät. Wenige Minuten später kommen die Fluggäste. Sie legen ihr Handgepäck in den Stauraum über den Sitzen und nehmen Platz. Die Flugbegleiter zeigen den Gästen, was man in einem Notfall tun muss. Dann geht es los. Eduard startet die Turbinen der Maschine. Sie wird immer schneller und schneller. Plötzlich hebt das Flugzeug ab. Eduard fliegt nach Norden. Sobald sie eine bestimmte Höhe erreicht haben, schaltet Eduard den Autopiloten ein. Jetzt kann er sich entspannen. Nach einer Stunde erreichen sie ihr Ziel. Jetzt beginnt der schwierigste Teil seines Jobs. Das Flugzeug sinkt und kommt dem Boden immer näher. Der Pilot steht bereits in Kontakt mit dem Kontrollzentrum in Schweden. »Sie können landen«, sagt ein Mann. Darum fliegt Eduard direkt zum Flughafen. Er versucht, sanft zu landen. Die Räder der Maschine berühren den Boden und die Leute klatschen. Sie sind angekommen.
Aber Eduard fliegt mit anderen Gästen 1 Stunde und 30 Minuten später wieder zurück. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe